Hi, wir sind Tobi und Sarah. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Bus auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben hier jetzt am Bora Bora Strand in Ksamil geschlafen, den sieht man hinter uns. Genau, das wird hier auch das Mallorca Albaniens genannt. Lässt erahnen, was hier im Sommer los ist, auch schon wegen den ganzen Strandschirmen, die jetzt abgebaut sind. Die Ständer sieht man hinten am Strand noch liegen und das schaut bestimmt richtig zugepflastert aus. Ist eine Menge. Heute machen wir was, worauf ich mich schon seit Anbeginn der Reise freue. Und zwar fahren wir nach Butrint. Das ist eine Ruinenstadt. Und auch andere Reisende, weil es ist relativ teuer mit 700 Lek pro Nase. Da haben wir nochmal gefragt, ob es sich auch rentiert, und es wurde uns immer mit Ja bestätigt. Wie gut, dass ich so klein bin. Wieso? Okay. Wieso fällt der Scheibenwischer einfach runter? Was? Ist einfach runtergefallen? Ja, ich bin ganz schlecht angekommen. Wieso? Gute Frage. Wie ist denn der fest? Oder wie ist denn der befestigt nochmal? Eingeklipst, aber. Ist der Clips noch da? Ja. Also. Das wäre natürlich nicht so toll, wenn der während der Fahrt mal einfach. Wird eigentlich nur hier reingesteckt. Wenn es gehen würde. Jetzt hat. Aber es rastet anscheinend nicht ein. Okay. Ah, jetzt. Das hat sich gut angehört. Ja, Wir gehen jetzt zum Theater und ich bin richtig gespannt. Butrint hat ihre Anfänge im 8. Jahrhundert vor Christus. Laut den Informationen, die wir hier jetzt im Park bekommen haben, wurde die Stadt von Flüchtlingen bzw. Verbannten aus der gefallenen Stadt Troja gegründet. In der Zeit danach wurden sie unter byzantinischer, römischer, griechischer Herrschaft gestellt. Genau, und hier sind wir jetzt gerade im Theater, das nach dem griechischen Vorbild gebaut wurde. Gebaut wurde es damals im 4. Jahrhundert vor Christus. Boah, stell dir das mal vor. Wie alt? Wer hier schon alles saß. Mir taugt es hier mega. Übrigens sind es nicht 700 Lek, sondern 1000 Lek pro Nase. Also der Preis im Internet stimmt nicht mehr. Hier war jetzt gerade ein Schild mit einer Anschrift, dass hier eine Mauer mit Inschriften ist. Auf dem Prospekt vom Park ist es nicht. Und wir sind jetzt auch an den Inschriften erstmal vorbeigelaufen, aber jetzt hat Tobi sie gefunden. Ganz fein sieht man die noch. Hier hinter uns befinden sich jetzt die Überreste von der Taufkapelle. Die Taufkapelle stammt aus dem 6. Jahrhundert. Das schauen wir uns mal an. Ich gehe davon aus, dass der Mosaikboden nicht mehr da ist, beziehungsweise unter der ganzen Erde. Das ist der Mosaikboden, wie er mal war. Das hier ist die große Basilika, die wurde im 5. Jahrhundert gebaut, nach Christus, und war dann der Bischofssitz. Und ist ziemlich beeindruckend.
Das hier ist das Löwentor oder laut dem Infozettel auch ein anderes Tor, das im Mittelalter wieder erbaut wurde. Was auch immer das bedeutet. Die Sarah hat mich gerade darauf hingewiesen, das hier, bis hierher ist der Löwe, der gerade ein Schwein oder so erlegt. Ich hatte das erst nicht als Löwen erkannt. Die Sarah rennt los für den Ausblick und lässt die venezianische Burg aus dem 14. bis 16. Jahrhundert links neben sich liegen. Ja. Ist ganz nett. Gefällt mir. Ah, schaut sehr schön aus. Wir hatten keine Kanone im Garten. Hinter mir ist jetzt ein Heiligtum für den Gott Asklepios aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Leider sieht man vom Heiligtum echt wenig. Und das gleiche wie bei dem Marmorboden ist hier zu sehen, dass sie hier Kies drauf getan haben und nur ein Teil von den ursprünglichen Kacheln sieht. So, mit diesem Ausblick verlassen wir jetzt Butrint und fahren Richtung Blue Eye. Wir sind jetzt am Blue Eye angekommen und bereits der Fluss, der von der Quelle entspringt, ist ultra klar. Wir sind jetzt vor einer Stunde ungefähr vom Blue Eye zurückgekommen. Daraufhin hat dann die Sarah das Kochen angefangen und währenddessen, während sie schon das Gemüse geschnippelt hatte für unsere Wraps, haben wir hier gesehen, dass ein Albaner in den Straßengraben gefahren ist. Auf gerader Strecke. Wie er das geschafft hat, wissen wir nicht. Ich bin dann raus, habe versucht, denen zu helfen mit dem Rausschieben. Das ging nicht. Dann habe ich gesagt, ich hole ein Abschleppseil, habe das alles oben aus den Dachboxen rausgeholt und in der Zeit hat er sich versucht selber zu befreien und ist richtig in den Graben reingerutscht. Dann wollten wir ihn rausziehen und vorne ging die Abschleppöse nicht rein bei ihm und sie haben es dann nur mit einem oder 1,5 Gewindegängen probiert. Ich bin dann mit dem Sven losgefahren, was man auch hier jetzt mal sieht. Und ist natürlich sofort rausgeflogen. Am Ende kamen dann, ich weiß nicht, ob es die Kollegen waren, auf jeden Fall welche von der Baustelle auf dem Weg zum Blue Eye. Die haben einen kleinen Bagger geholt und haben das Auto dann damit rausgezogen. Was ihr auch hier sehen könnt. Abendprogramm. So wird man entertained hier in Albanien. Heute zum Frühstück gibt es angebratenes Brot mit Ei dazu. Mal schauen, was sie sagt. Ob das Ei schmeckt oder nicht. Da freut er sich. Wir starten jetzt vom Blue Eye über Gjirokastër, das lassen wir aber aus, zu den heißen Quellen nach Permet, weil es ist gerade optimales Wetter, aber leider Wochenende. Und deswegen überlegen wir, 2 Tage dann dort zu verbringen.
Wir sind hier bei Permet oder bei der Nähe von Permet bei Benje, bei den heißen Thermalquellen, die zwischen 23 und 28 Grad waren oder sind. Und wir machen jetzt die Canyon-Wanderung und sind so einen Trampelpfad gefolgt, weil wir nicht wussten, ob wir jetzt schon durch den Fluss müssen oder erst den Trampelpfad. Aber wir müssen zuerst durch den Fluss, haben wir gerade festgestellt. Nachdem wir jetzt den richtigen Weg genommen haben, haben wir zumindest ein Becken schon mal gefunden. Was kommt jetzt? Jetzt kommt die Flussüberquerung, weil da drüben das nächste Becken ist. Nicht kalt. Hui, das war wohl tief. Geil. Au, ah, der Stein. Oh, ist das geil. Ah, da haben sie die Plastikplane ausgebreitet, damit das Wasser hier oben bleibt. Fass mal rein, ob es warm ist. Ja, also die vorne. Okay. Aber er ist schöner. Definitiv. Und keine Menschen. Weil wir sind um 8 los und es waren jetzt 4 Leute vorne schon beim Baden. Also auch nicht wirklich viel, aber das hier ist noch total privat. Der Private Pool. Private Pool. Oh mein Gott. Wow, ist das glatt. Aber warm? Ja, oder? Ja, also nicht so nicht. Aber nicht so tief. Oh mein Gott. Okay, ist doch nicht so warm. Obwohl, ist schon angenehm, aber... Und da ganze Schwefel. Ist das Schwefel? Ja. Dann ist nicht geil. Ich habe gerade hier ausgesprungen und meinen Ring angeschaut. Der ist eigentlich Silber. Jetzt mit dem Schwefel nicht mehr. Und wir konnten aber feststellen, dass unsere Eheringe anscheinend echt Gold sind, weil die hat es nicht verfärbt. Nachdem wir jetzt hier unser Morgenbad gehabt haben, geht es jetzt wieder zurück zum Camper und dann erstmal Frühstücken. Wir stehen jetzt nach wie vor bei Permet, bei den heißen Quellen und haben gerade festgestellt, dass wir hinten rechts das Wasserproblem noch immer haben, unterm Wasserkanister. Der Wasserkanister ist, soweit wir sehen, dicht, aber keine Ahnung, woher das Wasser kommt. Das Komische ist, dass es jetzt schon ewig nicht geregnet hat und es war eigentlich dicht nach dem letzten Mal. Warum es jetzt auf einmal wieder Wasser hat, wissen wir nicht. Wir versuchen es jetzt mal wieder rauszufinden. Beziehungsweise die Sarah liegt gerade unten mit Klopapier. Sieht man auch da hinten. Und hoffen, dass wir dann diesmal zumindest das Leck finden. Wo auch immer es herkommt. Wir haben das Leck noch nicht gefunden. Wir haben jetzt gerade noch mal Wasser eingefüllt von draußen in unseren Wasserkanister. Da ist aber alles dicht. Also es ist auch komisch, weil unser Wasserkanister steht auf so einer Multiplex-Platte und die ist auch trocken. Es scheint, als ob es zwischen Außenwand und dem Radlauf, da ist so ein kleiner Versatz drin, da stand das Wasser. Ein bisschen ist ja wahrscheinlich drüber gekommen auf die Boden oder unter die Bodenplatte, aber das ist nahezu kaum fühlbar. Und wir nehmen jetzt einfach mal Klopapier, stopfen es rein, beobachten es jetzt die nächsten Tage. Jeden Tag bauen wir jetzt, oder ich meine, das ist ja nur das Gitter hier, tun wir das raus, fühlen mal, wie sich das Klopapier verändert.
Hinterm Blinker sind wir jetzt mit einem Ast und ein Stück Klopapier runter, um zu schauen, weil wir den Blinker nicht mehr ausbauen wollen, weil der endlich mal dicht war in letzter Zeit und er ist es auch noch. Genau, das wird jetzt unsere neue tägliche Routine für mehr Spaß im Leben. Wir waren jetzt bereits die 3. Nacht bei Permit, bei den Hessenquellen. Heute wollten wir eigentlich, mal wieder eigentlich, nach Griechenland fahren zur Vikos-Schlucht, aber uns nimmt jemand neue Blattfedern aus Deutschland mit und bringt die nach Nordmazedonien, nach Skopje, zu seiner Werkstatt. Deshalb heißt es für uns mal wieder Planänderung. Wir fahren jetzt in Albanien ums Gebirge rum oder durchs Gebirge an den Ohridsee und dann weiter Richtung Skopje. Und dort kriegen wir dann neue Blattfedern hinten. Dann kommt der Sven auch mal wieder ein bisschen höher. Und im Anschluss geht es dann relativ schnell nach Griechenland, weil es einfach bereits hier schon echt kalt wird nachts. Wie viel Grad? Ich glaube, wir hatten jetzt so 5 Grad nachts und gestern Abend war es relativ mild. Davor war es wirklich kalt. Und in Skopje soll es, glaube ich, jetzt auch schon tagsüber nur noch 9 Grad werden und nachts zum Teil gefrieren. Juhu! Wenn du jetzt wissen willst, wie es bei uns weitergeht, dann begleite uns auf unserer Reise und abonniere den Kanal. Ich habe vergessen, was es ist. Die Taufkapelle. Frühstück. Was willst du von mir? Sag doch, was es zum Frühstück gibt oder keine Ahnung was. So, warte, vielleicht sollten wir auch einfach hier aufmachen.